natürlich, die Schweiz ist eine Demokratie und in der Demokratie ist es so, dass das Volk sozusagen entscheidet, aber de facto ist es die Mehrheit, die entscheidet. Und Demokratie funktioniert so. In einer Demokratie kann die Mehrheit der Minderheit kann sie zur Kasse bitten, kann ihnen quasi die eigenen Bedürfnisse aufzwingen. Das ist so in der Demokratie. Die Frage ist, muss es, soll es? Ich glaube, wenn eine Demokratie nicht dazu werden sollte, dass man einfach seine persönlichen Bedürfnisse von der Mehrheit einfach allen anderen aufzwingt, dann braucht es eine demokratische Kultur, wo wir uns eben bewusst sind, dass der Minderheit etwas weggenommen wird. Die Mittel zur Verfügung stellen. Es hat aber vor allem auch mit der Frage zu, ob man möchte, dass die Aufgabe vom Bund wahrgenommen wird. Nicht nur, ob sie vom Staat wahrgenommen wird, sondern auch vom Bund. Und da sind wir der Meinung, dass wir einerseits, natürlich möchten wir mehr Sachen privatisieren, die nicht zwingend durch den Bund gemacht werden, aber wir wollen auch mehr Leistungen durch Kantone erbracht haben oder zum Beispiel auch eine Entflechtung von all diesen Geldflüssen, die da im Zeug herumfließen. Oder als zum Beispiel der Bund nimmt Geld ein, dann gibt es ja wieder den Kanton. Der Bund nimmt Geld ein, dann tut er es in eine AHV rein, statt dass man die AHV reformieren würde, nimmt dort den Reformdruck weg. Also sehr ein grosser Anteil der Aufgaben, das sind etwa 33 Milliarden von diesen 45 oder 43, die wir jetzt darüber reden, sind eigentlich Gelder, die einfach umgeschoben werden. Aber Sie wenn wir da jetzt bleiben wir noch mal schnell bei dieser direkten Bundessteuer. Dass all die Aufgaben gar nicht mehr erfüllt werden können oder dass es gerade so teuer käme, wenn es die anderen machen würden, die Kantone. Das ist die Frage, Simon Scherer. Die Frage von der Viola Amherd. Nein, also wenn die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer abgeschafft werden, dann hat der Bund ja nach wie vor ein Drittel von seinen Mitteln, um wirklich seine absoluten Kernaufgaben zu erfüllen. Und dann für alles andere kann man sich wirklich endlich mal grundsätzlich überlegen, muss der Bund das machen? Muss überhaupt der Staat machen? Aber die Frage von der Amherd war, es würde ja gar nicht günstiger, weil dann halt jemand anders die Strassen bauen muss, oder? Ja, aber das ist ja genau, wieso haben wir ein föderalistisches Staatssystem in der Schweiz. Es ist, dass viele Staatsleistungen eben näher beim Bürger erbracht werden können, ist, dass man als Kanton verschiedene Lösungen haben für diese Staatsaufgaben. Und es ist auch, dass Kantone unter Druck stehen. Sie können nicht einfach so walten, wie sie wollen, sondern die Leute haben im Notfall die Möglichkeit zum Abwandern. Und genau durch diesen Wettbewerbsdruck können sie eben vielfältiger und günstiger werden. Simon Amherd. Ja, sehe ich genau gleich. Sehen Sie genau gleich? Nein, also den Föderalismus stärken wir eigentlich mit dieser Vorlage. Und was ich Ihnen eben nicht glaube, als Politiker, dass Sie ohne diesen Druck die Reformen machen würden. Sonst hätten Sie nämlich jetzt Zeit gehabt, um es zu machen. Aber jetzt, wenn wir abstimmen, ob wir da Nein sagen können, dann heisst es, ja, dann müssen wir halt den Dialog führen, aber ohne Druck passiert in der Politik. Ja, aber die Vorlage macht ja keinen Druck, sondern die Vorlage würde auf einen Schlag 2/3 vom Geld, das der Bund hat, streichen. Ja, wenn das kein Druck ist. Ja, gut. Demokratie bringt eben dem Stimmbürger eine unglaubliche Macht. Oder? Und mit dieser Macht kommt auch eine Verantwortung. Und das ist ja das, was wir diskutieren, weil man die Verantwortung wahrnehmen soll. Und ich glaube, die erste Frage, die man sich wohl wirklich klar werden muss, und ich stelle fest, dass das einfach viele Leute nicht so sehen oder nicht so vielleicht verstehen, ist, dass Steuern grundsätzlich ein Eingriff sind in die Eigentumsfreiheit. Und dass die Eigentumsfreiheit grundsätzlich ein schützenswertes Recht ist. Und das ist einmal etwas, wenn das nur schon die Leute verstanden haben, dann schaut man auch die Steuern ganz anders an. Ja, was machen wir mit denen, die kein Eigentum haben? Das hat nichts mit dieser Frage zu tun. Die Frage ist, tun Sie Eigentum anerkennen? Und anerkennen Sie, dass wenn Sie jemanden gegen Ihren Willen besteuern, und Steuern muss ich zahlen, wenn ich nicht will, dass das ein Eingriff ist? Das wäre eine Grundsatzfrage, die ich mal von Ihnen hören. Was machen wir mit denen? Wo wollen Sie die AHV abschaffen? Also, schauen wir mal die Finanzen der AHV an. Die AHV schreibt bei den Umlageergebnissen seit 3 Jahren rote Zahlen. Sie würde noch viel stärker rote Zahlen schreiben, wenn sie nicht massiv vom Bund subventioniert wäre. Die Defizite werden noch weiter wachsen, bis 7 Milliarden im Jahr 2030. Und ich glaube, 21 Milliarden im Jahr 2045. Also, das viele der Rentensendungen diskutiert, aber Sie wollen sie ja nicht reformieren, Sie wollen sie abschaffen. Nein, und die Frage ist, wieso gibt es diese Finanzprobleme? Ist es auch, weil man nachlässig war, aber man könnte alles ändern? Und ich sage, nein, es ist genau so, weil eben der Markt nicht spielt bei der AHV. Man kann nicht als Mitglied von der AHV sagen, das, was hier passiert, finde ich nicht seriös. Das heisst, Entschuldigung, vielleicht bin ich zu langsam, Sie wollen sie abschaffen. Wir wollen sie ablösen durch ein anderes System von der Altersvorsorge. Was denn für ein System würdet ihr vorschlagen? Das interessiert mich jetzt gleich. Ja. Also wir haben ja 3 Säulen von der Altersvorsorge in der Schweiz und 2 davon basieren auf Kapitaldeckungsverfahren. So schlecht kann das also nicht sein. Also ganz auf gut Deutsch, Sie wollen sagen, nur jeder spart schlussendlich für sich, macht private Ja, Vorsorge, alle, die das können. In erster Linie
es ist jeder für sich verantwortlich. Für die es nicht langt, dort kann man gezielt mit Ja, das bedürftiger Hilfe Aber Sie wollen sie abschaffen. Sie wollen es nicht einschränken, Sie wollen es abschaffen. Also, ich glaube, der Herr Scherer hat mich darf auch in dieser Form, ja. Herr Scherer hat jetzt gerade Sie wollen, ich sage es nochmal, Sie wollen es ja nicht besser lösen, Sie wollen es abschaffen. Ja, aber das ist einfach, dass das nicht falsch verstanden ist. Und wenn wir sagen abschaffen, dann meinen wir natürlich nicht, ab morgen gibt es keine AHV mehr. Das wäre natürlich nicht richtig. Gut, aber was meinen Sie wir denn? wollen zu einem System übergehen, und da braucht es eine lange Übergangsfrist, zu einem System übergehen, wo die Leute mehr selber entscheiden können. Aber jetzt gibt es ja Leute, die tiefe Löhne haben und die dann im Alter vielleicht nicht wahnsinnig viel verdient haben in ihrem ganzen Leben, obwohl sie hart gearbeitet haben, ab Jugend bis ins Alter. Genau, aber da reden wir was ist denn mit diesen Leuten? Sollen die dann verhungern? Nein, da reden wir aber von Sozialpolitik. Oder? Und da reden wir von Armut. Und da sind wir durchaus bereit, auch gewisse Zahlungen zu akzeptieren, weil dort ist es auch gerechtfertigt, dass man den Leuten etwas Aber wegmacht. finden Sie denn, dass die AHV so feudal ist heute? Das ist, ich habe es nachgeschaut, 2350 Franken Maximalrente, gut 1000 Franken nur, gerade mal gut 1000 Franken nur Minimalrente. Ist denn das so feudal heute? Es geht nicht um feudal, es geht darum, dass jeder eine AHV bekommt, egal wie viel Geld er hat. Ja, aber ich muss Alle gleich viel bekommen aus der AHV, das ist ja das, was Sie stört, Simon Scherer. Das ist ja das, was Sie als Diebstahl empfinden. Also wir haben ja nicht Diebstahl, aber wir haben vor ein paar Jahren... Eingriff ins Eigentumsrecht, das nicht zu legitimieren ist. Ja. Aber dort, wir haben ja vor ein paar Jahren die Abstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und dort hat es so geheißen, nein, es widerspricht der Schweizer Sozialpolitik, dass man einfach alle unterstützt. Alle kommen Geld über, einfach wenn man Steuer zahlt. Aber die AV ist eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für Leute, die 65 sind. Das ist interessant. Das heisst, eigentlich haben wir jetzt genau das bedingungslose Grundeinkommen, das doch abgelehnt worden ist vom Volk, haben wir heimlich schon bei der AHV. Gut, es gibt Es gäbe gewisse Gleichheit, einen Sockel, haben Sie es gesagt, damit eben die weniger haben, den anderen nicht den Grind abreißen. Ja, durchaus. Aber das Problem, das wir ja vor allem ankreiden, ist, dass es immer grösser wird. Also dass der Staat immer mehr wächst. Und das ist auch ein Problem des politischen Systems. Und wir sehen es an dieser AHV-Diskussion wahnsinnig schön. Die AHV ist eigentlich ein sozialistisches Konstrukt ursprünglich, wo sich die Bürgerlichen gewehrt haben, jahrzehntelang gewehrt haben gegen die Einführung. Und jetzt, heute Abend, haben wir einen SVPler in der Arena, der sich stark macht für das sozialistische Konstrukt. Ja, also das gut. zeigt doch, wie sich unser Horizont verschoben hat. Und heutzutage tut nicht mehr mit der SVP sozialistische Staatsmodell in Frage stellen. Also die AHV ist... Der Ständerat hat ihn vorhin genannt. Er hat gesagt, Solidarität. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell über die Solidarität reden, Simon Scherer. Diese Solidarität empfinden Sie ja als Zwangssolidarität, weil es eben nicht freiwillig ist. Ja, also wenn man da meine Gegenrednerinnen und Gegnerinnen zulässt, dann wird einem ja so richtig warm ums Herz, Solidarität, sozialer Ausgleich, Gemeinwohl und so weiter. Ihnen ist warm ums Herz geworden? Ja, also, aber... ich weiss eben... Das ist nicht alle Hoffnung. Ja, im Gegensatz zu... Simon Scherer. Ja, im Gegensatz zu vielen Leuten habe ich mir eben auch überlegt, was Steuern überhaupt sind und was eben die Steuern sind, die quasi die Solidarität herstellen. Und wenn man sich da genau überlegt, ohne Romantik, ohne schöne Worte, dann sind Steuern ein Zwang. Und das heisst, wenn man sich weigert, jetzt zu zahlen, dann steht die Polizei vor der Tür und man kommt ins Gefängnis. Und das ist nicht warm, das ist nicht schön, sondern das ist kalt. Also eigentlich und das kann man Sie... nur unter Bedingungen von absoluter Notwendigkeit rechtfertigen. Dass die Leute sicher sind von Kriminellen, dass die Leute... Gut, aber das ist ja keine Solidarität, wenn ich da eingreife. Es geht um Zwang sagen. Dem sage ich Demokratie. Eigentlich vertreibt sich doch Ihre Überzeugung nicht wirklich mit der Demokratie. Gut, es ist die Frage, wir reden ja auf zwei Ebenen. Das eine ist mal die einfach technisch-rechtliche Ebene, wo wir jetzt sehr viel geredet haben über die Verfassung und über die Abstimmung. Und das andere ist die moralische Ebene. Also wie viel Zwang ist legitim? Oder? Und das ist natürlich, man muss aufpassen, dass man die beiden nicht vermischt. Der Zwang, wo Sie jetzt davon geredet haben, wo Simon Scherer gerade davon geredet hat, dass man gezwungen wird, wo Sie gesagt haben, mit dem Gummiknüppel, das war meine Worte, dem sage ich doch eigentlich Demokratie, genau. dass die Mehrheit entscheidet. Aber Sie wollen nicht, die moralische dass die Mehrheit Komponente entscheidet. beleuchten kann man ja vielleicht ein Beispiel machen von zwei Personen, anstatt von Staat und Gesellschaft, was sehr kompliziert ist. In welcher Situation habe ich ein Recht, am Simon Scherer etwas wegzunehmen? Oder? Das gibt sehr wenige Gründe. Es gibt zum Beispiel den Grund, wenn er mich geschädigt hat, kann ich mich vielleicht wieder entschädigen, oder? Durch dass ich etwas von ihm nehme. Oder wenn ich vielleicht am Verhungern bin und er hat ganz viel essen, dann ist es vielleicht moralisch gerechtfertigt, dass ich ihm etwas wegnehme. Aber wenn ich zum Beispiel finde, das Opernhaus wäre doch cool, wenn man das bauen würde, dann kann ich nicht bei ihm die Heim das Geld holen, weil das würde jeder sagen, ist moralisch nicht korrekt. In der Demokratie aber ist es möglich, dass die Mehrheit sagt, Simon Scherer soll zahlen für das Opernhaus, obwohl er Oper gar nicht mag. Auch Sachen,
Ich glaube, also wir sagen ja nicht, dass alles, was in der Schweiz ist, schlecht ist, sondern wir nehmen ja auch zur Kenntnis, dass wir viele Institutionen, die genau dafür da sind, um die Demokratie ein bisschen bändigen, dass sie nicht irgendwie ausufern. Und ich bin auch mit dem Herr Eberli nicht ganz einverstanden, wenn er sagt, Demokratie hat keine moralische Grenze. Das würde ich nicht so sehen. Sondern wir haben genau die Institutionen, um sicherzustellen, dass es eben Minderheiten berücksichtigt werden. Was wir sagen als Unabhängigkeitspartei ist, wir sollten noch weitergehen mit dem Ausbau von diesen Minderheitenschutz. Indem wir eben gewisse föderalistische Elemente stärken, indem wir bei gewissen Fragen auch ein Austrittsrecht einbauen, dass die Demokratie sagt, ja, wir erlauben der Bevölkerung bei gewissen Fragen, wenn sie nicht einverstanden sind, auch aus dem Konzept auszutreten, wenn sie das wollen. Das könnte zum Beispiel bei der Krankenkasse sein, dass man sagt, wenn einer das System nicht akzeptiert, so wie es ist, dass er die Möglichkeit hat, um dort auszutreten. Also da wollten wir einfach nur zusätzliche Elemente hineinbringen, die die Freiheit stärkt gegenüber dem heutigen System. Roland Eberli. Ja, Das ist natürlich ein Grundproblem von Regulierung vom Staat. Das ist das sogenannte Ölflecktheorem, dass man einmal mit einer Regulierung anfängt, dass dann die sofort weitere Regulierungen nach sich zieht, wie so ein Ölfleck verstrichen. Zum Beispiel eben, man tut ungesunden Lebensstil zum Beispiel subventionieren über Krankenkassen. Und jetzt gibt es Länder zum Beispiel, die eine Zuckersteuer einführen, weil man sagt, man muss die Leute einschränken, weil sonst tun sie quasi der Gesellschaft Sie wollen die Krankenkassen auch abschaffen? Also nicht mehr dass jeder versichert ist? Also Das Obligatorium ist falsch. Und Dann ist also nicht mehr jeder versichert in der Krankenkasse? es kann jeder selber entscheiden, ob er versichert ist. Ausser der hat kein Geld. Aber das ist wieder genau ein das Gleiche. Sozialproblem. Das ist ja dann, was machen wir denn mit dem? das ist ja dann genau das Gleiche, wie man bei der AV erklärt hat. Grundsätzlich bis auf ein relativ tiefes Einkommen aber könnten sich die Leute selber versichern. Man hat in der Schweiz, bevor man das Obligatorium hatte, da weiss fast heute niemand mehr, sind 99% der Leute krankenversichert gewesen. Und für alle anderen darunter, für die kann man immer noch staatlich schauen. Aber das ist für uns ein Fortschritt, weil dann sind weniger Leute von staatlicher Leistung abhängig und weniger Leute werden gezwungen. Und viel da haben wir unser Problem eigentlich gelöst. Gerade bei der Krankenkasse gibt es eben noch viel einen wichtigeren Aspekt. Durch das Obligatorium, es geht nicht nur darum, dass jeder versichert ist und alle das beste System haben, sondern durch das haben wir ein Einheitssystem geschaffen und haben den Wettbewerb zwischen den Systemen zerstört. Und darum ist unser Gesundheitswesen wird immer teurer. Die Prämien steigen jedes Jahr, weil wir den Wettbewerb eliminiert haben. Und ich meine, die SVP ist noch gegen die Einführung des Obligatoriums. Das ist eine riesenspannende. ihr habt jetzt vorher gesagt, vor dem Obligatorium, Herr Scharer, habt ihr gesagt, 99% sind schon Versicherte gewesen. Und für das Prozent, das nicht war, für die müssen wir sowieso schauen. Was ist denn der Unterschied zum heutigen System? Der Unterschied zum heutigen System ist, genau das Gleiche. wenn man sich in einem freien System versichern dann würde man schauen, was brauche ich ungefähr, was sind die Risiken, die ich wirklich habe, und man würde sich für die versichern. Und wir würden die entsprechende Prämie zahlen. Heute werden die Leistungskataloge vom Staat vorgegeben, es werden die Prämien in einer gewissen Spanne vom Staat vorgegeben. Und da zahlen die Leute zum Beispiel so viele Krankenkassen ein, wie sie gar nie rausholen würden. Und dann wird es so ein All-You-Can-Eat-Buffet, wo man einfach Wenn man konsumiert, weil man das Gefühl mehr zahlt. Dann nimmt man auch möglichst viel raus.